Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir hier versammeln können. Please help us now to concentrate on your word. Bitte hilft uns jetzt, an dein Wort zu konzentrieren. And please forgive us our sins. Und bitte vergebe uns unsere Sünden. And we thank you that our guests are arrived Und safely. wir danken dir, dass unsere Gäste sicher bei uns gekommen sind. And please be with us now in our midst. Und bitte sei jetzt unter uns. We ask and thank in Jesus' name. Wir bitten und danken in Jesu Namen. Amen. The notes are in the livestream group. Also Notizen sind in der Livestream-Gruppe. And it's the same notes as yesterday. Das sind dieselben wie gestern. Thank you. And yesterday we looked at this little time of peace. Und gestern haben wir diese kleine Zeit des Friedens angeschaut. And we saw, right, that this time here was characterized by the First World War. Wir haben gesehen, dass diese erste Zeitperiode hier würde vorausgeschattet durch den Ersten Weltkrieg. And this one was here the Second World War. Und diese zweite Periode der Zweiten Weltkrieg. And in between was this LTP, this little time of peace. Und in der Mitte war diese LTP, diese kleine Zeit des Friedens. Okay, and we saw, right, that Cestius was the one who was surrounding Jerusalem here. Und wir haben gesehen, dass Cestius war derjenige, der hier Jerusalem umzingelte. And here at the midnight cry he fled away. Und hier am Mitternachtsruf Cestius flieht hinweg. And this was also then the opportunity for the Jews to, or not for the Jews, but for the Christians to depart out of Jerusalem. Und das war auch gleich die Gelegenheit für die Christen in Jerusalem auch zu fliehen. And they were then the ones who were to flee to the refuge city of Pella. Und die waren denn diejenigen, die zu dieser Zufluchtsstadt Pella fliehen sollen. It's interesting, I just think about it. There must have been a sign at the end of the First World War for the Jews to get out of Germany. Also es musste ein Zeichen gegeben haben am Ende der Ersten Weltkrieg für die Juden, Deutschland zu fliehen. Because all the ones that didn't get out, they got Denn all diejenigen, die Deutschland nicht verließen, wir wissen wohl, wie das ausgeht. Because right, the Second World War is also Titus. Right? Denn der Zweite Weltkrieg ist auch gekennzeichnet durch Titus. So, because when Titus came, there was no more any escaping. Denn als Titus kam und Jerusalem umzingelte, gab es kein Entkommen mehr. And so, this was this, when Cestius fled away, this was this sign that they had to see in order then to flee out of Jerusalem and to flee to the refuge city. Und in der Geschichte, als Cestius gegangen war von Jerusalem, das war die Christen ihre Zeichen. Jetzt ist die Zeit zu fliehen aus Jerusalem. So here Cestius flees, but you were also to flee to the refuge city. Also Cestius flieht von Jerusalem, flüchtet von Jerusalem weg, aber das war auch deine Zeichen, dass du selbst von Jerusalem zu der Zufluchtsstadt fliehen sollst. And we saw what was the most important point you had to consider when you were fleeing. Und was war der allerwichtigste Punkt, den wir in Betracht ziehen sollen in Bezug auf dieses Ziel? There was no delay. Yes, no delay, Also right? verzögert nicht. So you were not to hesitate for a moment. Also nicht für einen Moment warst du zu verzögern. You were not to look back and hesitate and think that was good where you came from. Also nicht zurückschauen und denken, das war gut, wo du hergekommen bist. And then you were to come to the city, and at the city, right, you were to be investigated. Und dann kamst du zur Zufluchtsstadt an und da am Tor von der Zufluchtsstadt würdest du untersucht. Okay, so Brother Mark, he also spoke about this morning, right? Und Bruder Mark hat über dieses Thema auch heute Morgen bereits gesprochen. And when Cestius fled away, what did the Jews do? Und als Cestius geflohen worden ist, was haben die Juden getan?
would try to take on Rome in their own strength. Yes, right. They went after the Romans and they beat them. Right? Die sind den Römern nachgegangen, um sie zu erschlagen, aber im eigenen Kraft wohlgemerkt. And we understand this represents this work of going into the cities and do wonderful work. Wir verstehen am Ende der Welt, da steht dieses im eigenen Kraft in die Städten hineingehen, um dieses wundersames oder wunderbares Werk zu tun. And this we will look at also a little bit this evening. Und heute Abend werden wir das auch ein bisschen weiter anschauen. But before we go there, Aber noch davor werden wir I just want to bring in another story. wir werden eine andere Geschichte dazu bringen. I want to look at Jeremiah 37 a little bit. Ich möchte Jeremia 37 anschauen. Okay, so on page number 3 in your notes, Auf Seite 3 in den Notizen, we have the story of the French Revolution. es gibt der Geschichte von französischen Revolution. And we understand in Revelation 11, right, you have the two witnesses. Und in Offenbarung 11, wir verstehen, dass es die zwei Zeugen gibt. And they receive power, right, Und sie erhalten hier Kraft, which is the angel of Revelation 18. markiert durch das Engel von Offenbarung 18. And then they prophesy for this 1260 years. Und Right? dann prophezeien sie für diese 1260 Jahre. So, but this is what it says, when they shall have, no, when they are finishing their testimonies, Also Ellen White sagt, wenn sie ihre Zeugnis in Bezug abzulegen sind, am Beenden sind, oder am Beenden sind, then this beast of the bottomless pit shall ascend dann diese Tier aus dem bodenlosen Abgrund wird aufkommen and make war against them and kill them. und Krieg gegen sie führen und sie töten. So, and then they are dead for 3.5 days, right? Und dann liegen sie tot 3,5 Tage. Okay, so, and we looked at this. Where is it that you come face to face with death? Und wir haben das bereits angeschaut, aber wo ist es, wo du vor dem Angesicht des Todes kommst? And the cry goes out at midnight. Right, Christ's Object Lessons 412 says, at midnight, when the cry goes forth, right, then you come face to face with death. Also Christi Gleichnisse 412, es sagt am Mitternacht, wenn der Geschrei geht fort, da kommst du vor dem Angesicht des Todes. Because in the little time of peace, you still have peace, right? Denn während diese kleine Zeit des Friedens, du hast eben noch Frieden. So in the little time of peace, you must make sure that you come to this door of the refuge city, because The slayers then you come. will face death. Also in diese kleine Zeit des Friedens, da musst du sichern, dass du vor der Tor der Zufluchtsstadt kommst, denn als Bruder Mark sagt, die Schlachtern kommen hier an, hinter dich her. Okay, so, and this beast that comes up, right? Und dieses Tier, der hier heraufkommt, What is it? What power is it? welche Macht ist das? Beast out of the bottomless pit. Der Ja. Macht aus dem bodenlosen Abgrund? What power is it? Aber welche Kraft ist es? I mean, it's the Ist the nations, the people. Yes, and this is in terms of Daniel 11. Das sind die Nationen in Bezug auf Daniel 11 was? Coming against them now. Yes, it's the king of the south, right? Das ist der König des Südens, die gegen des Königs des Because- Nordens kommen. Anciently, how was it fulfilled anciently? Denn in der Geschichte, wie würde das erfüllt? What power was it that came up? Welche Macht war das, die France. heraufgekommen Yes, ist? it was France, right? Frankreich, Which was the king of the south. König Right. des Südens. So here you have the king of the south So hier haben wir den König des Südens, coming up and making this war, kommt herauf, um diesen Krieg zu führen, fights against the king of the north, kämpft gegen den König des Nordens, but also goes against God's people. aber auch gegen Gottes Volk. Okay, so having this in mind, let's go now to Jeremiah 37. Also wie gesagt, auf Seite 3 gehen wir jetzt zu Jeremia 37. Okay, and let's read the first 5 verses. Und wir lesen die ersten 5 Versen. Okay, Rama, do you want to read those verses first, please? Verse 5. And King Zedekiah, the son of Josiah, reigned instead of Coniah, the son of Jehoiakim, whom Nebuchadnezzar, king of Babylon, made the king in the land of Judah. But neither he nor his servants nor the people of the land did hearken unto the words of the Lord, which he spake by the prophet Jeremiah. And Zedekiah the king sent Jehukal, the son of Shelemiah,
And Zephaniah the son of Messiah, the priest to the prophet Jeremiah, saying, Pray now unto the Lord our God for us. Now Jeremiah came in and went out among the people, for they had not put him in prison. Then Pharaoh's army was come forth out of Egypt, and when the Chaldeans that besieged Jerusalem heard tidings of them, they departed from Jerusalem. Alright, so what do we see here? What is illustrated in these verses? So was sehen wir hier? Was wird in diesen 5 Versen dargestellt? Egypt, the south, is coming against the north, who's besieging Jerusalem. Yes, so everybody sees this? Also Ägypten ist der Südmacht, die gegen der Nordmacht kommt, die Jerusalem umsingelt. And in verse 5 it says, Pharaoh's army, which is Egypt, Vers which is the 5 king of sagt the es, south, right, Pharaos Armee, der Ägypten ist, was der König des Südens ist, comes now against the king of the north, the king of Babylon here, the Chaldeans. kommt gegen der König des Nordens, der König Babylons, also die Chaldäer. And the Chaldeans, they were just besieging, right, Jerusalem. Die Chaldäer, die waren gerade in Bezug, Jerusalem zu umzingeln. And what do they... No, they were already Also besieging. die haben Jerusalem umzingelt. So, and what did then the Chaldeans do when they heard that the king of the south now comes? Und was haben die Chaldäer getan, als sie das gehört haben, dass der König des Südens gegen sie aufkommt? They fled away. Sie sind geflüchtet. So Cestius, is it the king of the north or the king of the south? Also Cestius ist der König des Nordens oder König des Südens? The north. It's king of the north, right? Cestius ist König des Nordens. So he's the king of the north. He's Rome, right? Der ist König des Nordens, Rom. And then Cestius flees away. Und dann Cestius, der flieht hier hinweg. And in this illustration we have the same story, right? That Jerusalem is besieged by the king of the north. Also diese Geschichte hier in Jeremia haben wir dasselbe Geschichte. Also Jerusalem wird umzingelt also belagert von König des Nordens. But then the king of the south comes and the king of the north hastes away. Aber dann kommt der König des Südens herauf und der König des Nordens flieht hinweg. So therefore, in this sense, I think, right, this king of the south also in Revelation 11 therefore comes up already here. So dieser König des Südens in Offenbarung 11, also dieser Tier, der heraufkommt, ich glaube, es kommt bereits hier auf. Because I think it's the same story, the same illustration. Denn ich glaube, es ist derselbe Geschichte, also derselbe Darstellung. Because what does it say in verse 4? What did not happen yet with Jeremiah? Denn was sagt es in Vers 4? Was ist noch nicht mit den Jeremia passiert? He's not in prison yet. He's not in prison. Er ist noch nicht im Gefängnis. So where on the line are you cast into prison? So, wo auf unserer Linie werden wir ins Gefängnis geworfen? Well, after you give the cry. Also nachdem, Yes. dass du diesen Schrei gibst. So it's after the little time of peace, right? Then when the trouble again begins. Nach der kleinen Zeit des Friedens, wo dieser Trübsal ein weiteres Mal aufkommt. Therefore, Jeremiah must be either in these verses, either here in the little time of peace, or he must be in here. Deswegen Jeremia in diese Geschichte hier, der muss entweder in diese kleine Zeit des Friedens oder kurz davor sein. At least in the first 4 verses. Zumindest die ersten 4 Verse von dem, was wir gelesen haben. And then we see the king of the south coming against the king of the north, and the king of the north, Cestius, flees away. Dann sehen wir der König des Südens, die heraufkommt gegen des König des Nordens, und der König des Nordens, hier in diesem Fall Cestius, flieht hinweg. Okay, so we'll just make it like this here. Right? Dieses Heraufkommen beginnen wir hier an. Okay, so and then we can continue, Und dann lesen wir weiter. because now that they fled away, Jetzt, wo sie geflohen sind, what happens now in verse 6? was geschieht im Vers Let's read 6? verse 6 to verse 8. Die Verse 6 bis 8 lesen wir jetzt. Then came the word of the Lord unto the prophet Jeremiah, saying, Thus saith the Lord, the God of Israel, Thus shall ye say to the king of Judah, that sent you unto me to inquire of me, Behold, Pharaoh's army which is come forth to help you shall return to Egypt into their own land, and the Chaldeans shall come again and fight against the city and take it and burn it with fire.
Okay, so what is now the message given to Jeremiah So, was ist der Botschaft, die Jeremia gegeben hat, after Cestius fled away? nachdem Cestius geflohen ist? Yes, Titus will come, right? Dass Titus kommen wird. Because back then it was Nebuchadnezzar coming back, right? Also historisch damals war es Nebukadnezar, der wiedergekommen ist. But Babylon is the same as Rome. Aber Babylon ist dasselbe wie Rom. So now, and what did Titus do? Und was hat Titus getan? What did he do with Jerusalem? Was hat er mit Jerusalem getan? It's the same what Nebuchadnezzar did, Das ist right? dasselbe wie das, was Nebukadnezar He hier took tat. the city and burned it with fire. Er hat den Stadt eingenommen und es mit Feuer gesackt. So you see the same. Babylon departed here and they came back and burned the city with fire. Rome departed here and came back and burned it with fire. Also Okay. Babylon wich hier weg und dann sind sie wiedergekommen und haben Jerusalem mit Feuer gebrannt. Genauso wie Rom wich hier weg, kam zurück und hat Jerusalem mit Feuer verbrannt. Okay, so and this is a message I would suggest given to Jeremiah in this little time of peace. Und das ist eine Botschaft, ich würde vorschlagen, die den Jeremia hier während dieser kleinen Zeit des Friedens gegeben worden ist. And now let's continue. Lass uns weiterlesen. Okay, let's jump down to verse 11 Also wir springen bis Vers 11 runter jetzt. and let's read verse 11 to verse 12. Und wir lesen die Verse 11 und 12. And it came to pass that when the army of the Chaldeans was broken up from Jerusalem for fear of Pharaoh's army, then Jeremiah went forth out of Jerusalem to go into the land of Benjamin, to separate himself thence in the midst of the people. Okay, so what do we see here? So, was können wir hier sehen? So, the king of the north flees away, right? Der König des Nordens flieht weg. And what does Jeremiah then do? Und was tut denn Jeremia? In verse 12. Vers 12. Yes, he flees from Jerusalem, right? Also Jeremia, der flieht von Jerusalem. So when Cestius flees away, you must flee from Jerusalem. Also Right? als Cestius flieht weg, dann ist es auch das Zeichen, dass du Jerusalem verlässt. And now he separates himself from these other people that stay behind in Jerusalem. Und Jeremia, der trennt sich von denjenigen, die weiter zurück in Jerusalem bleiben. And now let's continue. Lass uns fortfahren. Let's read verse 13 to 14. Die Verse 13 und 14. And 13 words. And when he was in the gate of Benjamin, a captain of the ward was there, whose name was Elijah, Ahijah. the son of Shelemiah, the son of Hananiah. And he took Jeremiah the prophet, saying, Thou fallest away to the Chaldeans. Then said Jeremiah, It is false, I fall not away to the Chaldeans. But he hearkened not unto him, so Ahijah took Jeremiah and brought him to the princes. Okay, so where's Jeremiah now when he flees from Jerusalem? Where is he now standing? Also als Jeremia von Jerusalem flieht, wo gemäß diesen Versen steht er? It's at midnight, it's where the cry is known, because that's where the Yes. falling away takes place. Right, he's standing at the gate, right? Also er steht am Tor. And when you come to the refuge city, you also stand at the gate. Und wenn du Right? kommst zu dieser Zufluchtsstadt, da stehst du zuerst, also vorweg an den Tür. But who is standing there now to accuse him? Aber wer steht da am Tor, um ihn zu beschuldigen? There's a guard, but it's one of Satan's agents. Yes. Also eine Wache, aber es ist eine von Satans Agenten. Because when you come to the gate of the refuge city, what begins? Denn wir verstehen, dass wenn du zum Tor von Zufluchtsstadt kommst, was fängt an? Satan's accusation. Yes, there's the investigative judgment of the living, Es ist right? der Untersuchungsgericht an den Lebendigen. And let's just remind ourselves, let's turn quickly to Zechariah chapter 3. Und lasst uns daran erinnern, wir gehen schnell zu Zechariah Kapitel 3. And let's read verse 1. Vers 1. And it says, And he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him.
And the Lord said unto Satan, The Lord rebuke thee, O Satan, even the Lord that hath chosen Jerusalem rebuke thee. Is not this a brand plucked out of the fire? Now Joshua was clothed with filthy garments and stood before the angel. Zechariah 1:3. Zechariah. Okay. So, what is depicted in these verses? So, was wird hier in diesen Versen dargestellt? It's the investigative judgment, right? Das ist der Untersuchungsgericht. And who's there trying to resist you? Und wer steht da, um zu versuchen, dich zu widerstehen? Satan, right? Satan. So as soon as the investigative judgment begins, this is when you getting accused. So, sobald der Untersuchungsgericht fängt an, da markiert auch der Punkt, wo du beschuldigt wirst. So this is when you come to the gate. Wenn du zum Tor ankommst. Because we also looked at this morning, what is the gate? Was ist der Tor? It's the cross. Das Kreuz. So as soon as you have put on the cross, this is when the investigative judgment begins. So, sobald du auf dem Kreuz gestellt wirst, da fängt der Untersuchungsgericht an. So he gets accused falsely, and what happens then to him? Also er wird falscherweise angeklagt. And, or maybe before we make the point, he gets accused falsely. How is it illustrated in Zechariah chapter 3 that you get accused falsely? Also er wird falscherweise angeklagt. Und wie wird das dargestellt in Zechariah 3? The filthy garment. Yes, the filthy garments. Diese schmutzige Kleidung. So this is these filthy garments that you get put on. So diese schmutzige Kleidung, die dir angezogen wird. And what is he charged with? Und womit wird er beschuldigt? Falling away Yeah, falling away to the to the Chaldeans. Also Jeremia wird beklagt, dass er zu den Chaldäern wegfallen möchte. So and what is this? What kind of charge is this? Und was ist das für eine Beschuldigung? You're a heretic. Dass du ein Heretiker bist? You're a traitor. Yes. Also Verrat. Yeah, Genau. Hochverrat. Das ist Hochverrat. It's treason. Treason. So who else got accused by treason? Also wer würde noch des Hochverrats beschuldigt? Luther. Paulus, Christus, Luther, Yes. They all got accused of treason. die wurden alle des Hochverrats beschuldigt. So and we understand, right, that for instance, we already put the civil war in place. Also wir haben bereits den Bürgerkrieg hier auf die Linie gelegt. And why did the Adventists made an official church organization? Und warum haben die Adventisten eine offizielle Kirchengemeinschaft gegründet? Because of the war. Yes, to avoid the draft, right? Sie wollten den Einzug in den Krieg vermeiden. So, and because otherwise, if you don't participate in the war, what could you be charged with? Andererseits, wenn du nichts in den Krieg beteiligst, womit konntest du beschuldigt werden? Treason. Yes. Cowardice. Also Yes. Hochverrat. Also So, and the Lord shows us, this time of trouble is typified by the First World War, and this time of trouble is typified by the Second World War. er hat schon bereits gezeigt, dass diese Zeit des Trübsals würde vorausgestattet durch den Ersten Weltkrieg und diese Zeit durch den Zweiten Weltkrieg. So you can be sure that if you don't want to participate in these things, it's easy to charge you with treason. Also du kannst sicher sein, wenn du nicht Teil daran nehmen möchtest, es ist eine einfache Sache, dich des Hochverrats zu beschuldigen. Okay, so he gets charged with treason, Also Jeremia wird mit dem Hochverrat beschuldigt. and what happens then with him? Und was geschieht mit ihm dann? According to verse 14. Gemäß Vers 14. Sorry, Mother? They put him in prison. Not yet. He gets delivered up before the councils. Yes, right. He gets delivered up now before the princes. Er wird Right? ausgeliefert vor diesen Prinzen oder diesen Leitern. Here you're delivered up. Also es ist hier, dass du ausgeliefert wirst. Okay, and that's why you have this little time of peace given to really make the final preparations when this test comes upon you. Deswegen hast du diese kleine Zeit des Friedens, um diese letzte Vorbereitungen zu machen, weil diese Prüfung oder dieser Test, der auf uns zukommt. Okay, let's read verse 15 to 16. Jetzt lesen wir die Verse 15 und 16 wieder in Jeremia 37. I don't know, I think Daniel said
Wherefore the princes were wroth with Jeremiah and smote him, put him in prison in the house of Jonathan the scribe, for they had made that the prison. And Jeremiah was entered into the dungeon and into the caverns, and Jeremiah had remained there many days. Okay, so therefore now where is he cast into? Also, wo wird Jeremia geworfen? Prison. To the prison, right? Gefängnis. So when we understand the prison is your final test, right? Wir wissen, dass das Gefängnis ist der letzte Test. So therefore this is now this test experience, right? These 3 days. Das ist diese Testerfahrung, diese 3 Tage. And it's also, and what did they do with him, or what reaction did the princes show? Und was haben sie mit ihm getan? Oder Verse 15. Vers 15, wie haben diese Prinzen reagiert? Yes, Angry. they were wroth. Okay. Die waren zornig mit So Jeremia. and we have many illustrations, right, that the kings are wrothy. Und wir haben viele Darstellungen, wo wir hier markieren können, dass die Könige zornig sind. For instance, when the 3 Hebrew friends get delivered up, right, Nebuchadnezzar was full of fury and wrath. Zum Beispiel, als die 3 Hebräer ausgeliefert werden, Nebukadnezar ist hier voller Zorn. Okay, so and then they smite him. Und dann erschlagen sie ihn. Yeah, so they smite him and put him in the prison. Sie erschlagen Jeremia und werfen ihn ins Gefängnis. Nicht erschlagen, sondern schlagen, weil erschlagen would be kill him. Oh, really? Okay, also die schlagen ihn, nicht erschlagen ihn. Sorry. Okay, so and according to verse 16, this prison is also called the dungeon. Und Okay. gemäß Vers 16, diese Gefängnis ist auch der Kerker. Yes. Oder, Meirik. so who else was cast into the dungeon? Also wer würde noch in den Yes, Joseph, right? Kerker oder den Pit geworfen? Also Josef. Okay, so it's this parallel story, yeah, that people get cast into the dungeon here. Also es ist diese Parallelgeschichte, wo Menschen in diese Kerker geworfen werden. Was ist Dungeon? Ist nicht Kerker. Oder? Ja, kannst du Verlies oder sowas sagen. Verlies? Mhm. Okay. Okay. Okay, and how, according to verse 16, how long was he in this dungeon or in this prison? Vers 16, wie lange war er in diesem Verlies? Many days. Okay, Viele Tage. let's go to Daniel chapter 11 in your Bible. In unseren Bibeln, lass uns zum Daniel Kapitel 11 gehen. Daniel chapter 11, verse 31. Daniel 11, Vers 31. Okay, anybody wants to read this, please? Möchte jemand das lesen? An arm shall stand in his path, and they shall pollute the sanctuary of strength, and shall take away the daily sacrifice, and they shall place the abomination that maketh desolate. Okay, so verse 31 historically brings us to which point? Also Vers 31 bringt uns zu welchem Punkt historischerweise? 538, right? 538. Abomination of desolation is set up. Also der Gräuel der Verwüstung wird aufgestellt. And then the 1260 period followed, Und right? dann diese 1260 Zeitspanne folgt. And then it goes on to say in verse 32, Dann Vers 32 sagt es weiter. and such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries, but the people that do know their God shall be strong into exploits. And they that understand among the peoples shall instruct many, yet they shall fall by the sword and by flame, by captivity and by spoil many days. Also hier wieder ist diese viele Tage erwähnt. So the many days therefore refer to what? Also diese viele Tage, die sind in Bezug auf was? To 1260. Right? 1260. So, and Jeremiah, he was in prison many days. Right? Jeremia würde im Gefängnis diese viele Tage
Therefore, it was a 1260. So, Right? deswegen können wir hier eine 1260 markieren. And we understand this time here, this test is a 1260. Wir verstehen bereits, dass diese Zeit, dieser Test hier ein 1260 It's ist. not to divert from anything, but it's also the 2300. Because we already took this fractal, we already took 1260, 2300, 3035, they're all in there. Also diese Fraktal hier drauf gelegt. Wir haben schon bereits ein Studium gemacht, wo der 1260, der 2300, der 2520, der 1290, die sind alle von hier bis hier und das hier ist nur eine Fraktal dessen. Yes. So, and the 2300 is many days. Die 2300 sind Birth to birth. viele Tage, wo du gereinigt wirst von Geburt zu Geburt. So you have many days illustrating the 1260, right? Also du hast viele Tage, die stellen die 1260 dar. And they also illustrate the 2300 days. Und diese viele Tage stellen auch die 2300 Tage dar. So, and this illustrates this test in the prison, right? Und das stellt dieses Test im Gefängnis dar. So, and once you have gone through you have gone through this 1260. Und wenn du bereits durch diese 1260 hindurchgegangen bist, What happens at the end with you? was geschieht da am Ende? You come out. Yes, you're delivered, Also right? du wirst befreit. The Spirit of God. So you get out of prison. So, du wirst befreit vom Gefängnis. So let's go back to Jeremiah 37. So lass uns zurück zu Jeremia 37 gehen. So in verse 16 it ended that he remained there many days. Vers 16, der Ende, er bleibt da im Gefängnis viele Tage. And then verse 17 says, Then Zedekiah the king sent and took him out. So he now, after these many days, he gets taken out of prison. So Vers 17, der König sendet für ihn und nimmt ihn aus dem Gefängnis heraus. Also nach diesen vielen Tagen kommt er aus dem Gefängnis raus. And the king asked him secretly in his house and said, Is there any word from the Lord? And Jeremiah said, There is. For said he, Thou shalt be delivered into the hand of the king of Babylon. Okay, so how many times did Daniel stand before the king Nebuchadnezzar? Also wie viele Male hat Daniel vor König Nebukadnezar gestanden? 2 times, right? Zweimal. One time at the beginning Einmal am Anfang and one time at the end. und Okay. ein weiteres Mal am Ende. So, and therefore Jeremiah was brought before these princes here at the beginning, and he's now brought before the king here at the end. Jeremia würde vor diesen Prinzen hier am Anfang gebracht und hier den König am Ende. And he gives him now this judgment message that he will be eventually punished. Und er gibt dem König diese Gerichtsbotschaft hier, dass der König letztendlich bestraft wird. Okay, so this is some points I just wanted to put in place Das sind einige Punkte, die ich wollte nur festlegen, that we can see, right, that you flee out of Jerusalem here when Cestius flees away, or when the king of Babylon flees away because of the king of the south. Also, du kannst sehen, dass wir hier von Jerusalem wegfliehen mussten, wenn Cestius flieht weg oder der König des Nordens flieht weg, weil der König des Südens aufkommt. And in this little time of peace, before you are now falsely accused at the gate, Und in dieser kleinen Zeit des Friedens, kurz bevor du falscherweise beschuldigt wirst hier an dem Tor, this is where you receive a message by the Lord. da in dieser Zeit erhältst du eine Botschaft vom Herrn. So, message given. Also, message received. Okay, a message is given to you, or you receive a message. Message received, because that would be confusing, because the message is given here to the Okay. kings, right? Then I will just use receive. Also Botschaft empfangen Okay, vom Herrn. so God gives you a message and you receive a message. Also Gott gibt dir eine Botschaft und du erhältst diesen Botschaft. So, and therefore, because it was told to Jeremiah here that the king of Babylon would return and burn the city with fire, right? Weil es würde Jeremia hier erzählt, dass der König von Babylon wiederkommen wird und den Stadt mit Feuer verbrennen wird. Okay, so therefore, what would be this message? So, was würde denn
demgemäß diese Botschaft sein. I was just thinking if it's the exceeding bright light coming just before they separate. Also They have to receive it first Yes. before the separation takes place. ich denke, es wird those that stay in Jerusalem and those that leave Jerusalem. Who separates at midnight? Ah, okay. Also ich glaube, dass es würde dieser äußerst helle Licht, der hier kommt, kurz bevor sie sich trennen in Jerusalem, denn alle erhalten dieses äußerst helles Licht. And I would also say it's, and we must further validate this, but this would be this exceeding bright light. Also wir mussten das weiterhin bestätigen, aber das würde denn diese äußerst helles Licht, diese EBL, Exceeding Bright Light, Because it has äußerst to come helles before Licht. it can be given. Yes, exactly. Okay. Sorry, what did you say? It has to come before it can be given. Das äußerst helles Licht muss zuerst ankommen, bevor es dieser Botschaft gegeben werden kann. Okay, because the separation among the people also takes place because now they reject or receive the message. Denn diese Trennung unter das Volk findet statt, basierend darauf, ob sie diese Botschaft annehmen oder verwerfen. Because when God sends light, right? For instance, if God would send now this light of the midnight cry, this exceeding bright light, okay, Also zum Beispiel, wenn Gott jetzt dieses Licht der Mitternachtsruf, dieses äußerst helles Licht senden wird, what does Sister White say? New light is not independent of old light. White sagt, das neues Licht ist nicht abhängig von das alte, But it's always unfolding. es ist sondern ein Entfalten des Altes. So, therefore, for instance, can, I don't know, Jeff or Paminda receive this new light directly from the Bible? So kann Jeff oder Paminda direkt von Bibel dieses neues Licht erhalten. It says that No, the Bible right. is closed up to them in Isaiah 29. Also Yes. Jesaja 29 sagt es, dass der Bibel ist für deren Augen geschlossen. So why is it closed up for them? Because they rejected the passage. Yeah, because they don't have the right structure. Also Right? warum ist der Bibel für sie geschlossen? Weil sie ihre vergangene Erfahrung verworfen haben. Sie haben nicht das richtige Fundament. And Sister White also They don't have the right structure. Also sie haben nicht das richtige So, Struktur. for instance, they have no idea of the seven thunders. They don't understand the order of events and all these things. They have a complete different waymarks and all these things. So, die haben keine Ahnung von den 7 Donnern, von der Ordnung der Ereignisse, die Gott ausgelegt. Die haben eine total andere Struktur, verschiedene Wegmarken und alles. And therefore, the Lord is not able to show them this would happen here at this waymark and at this waymark. They don't understand Und it. dadurch der Herr ist überhaupt nicht imstande, sie zu zeigen, dass das wird an diesen Wegmarke passieren und dies dort und so weiter, weil sie eben Sister White has that quote where she says, "Don't go to the meetings." Says if you should be prepared for present truth, and God gives it to His people who are preparing for the day of the Lord, and He says they don't understand it. He says very clearly. Also Ellen White hat diese Vision, wo sie sagt, geht nicht zu ihren Versammlungen hin und so weiter. Und sie sagt darin, dass wir müssen bereit irgendwie für den Tag des Herrn, und sie sagt klar in diese Aussage, dass sie eben diese Wahrheit nicht verstehen. She says there are many different groups in Adventism. Es gibt viele verschiedene Gruppen innerhalb Adventismus. And they have some light, That's right, but yeah. many errors. Und einige haben ein bisschen Licht hier und ein bisschen Licht da, aber viele Irrtümer. But there's one group that prepares for the day of God, and to them God gives all the light. And Aber they es don't- gibt nur eine Gruppe, die bereiten sich auf den Tag des Herrn vor, und die erhalten das alles, das ganze Licht. and they should not go to these other groups to receive any Und die information. sollten nicht zu diesen anderen Gruppen gehen, um von denen irgendwelchen Rat oder Licht zu erhalten. And she says, because this one group, they receive information from God or light from God that is sealed up to these other groups. Sie sagt, diese eine Gruppe, die erhalten Licht von Gott oder Informationen von Gott, die für diese andere Gruppen versiegelt sind. Okay, so therefore, in order that Jeff and Paminda in their group can receive also this exceeding bright light, it needs to be given to them. So, Okay. dadurch, so dass Jeff oder Paminda und diese anderen Gruppen dieses Licht erhalten kann, es muss ihnen gegeben werden.
Okay, and this is what I believe is taking place in 1 Kings 22. Und in 1. Könige 22, das ist auch in den Notizen unter Jeremia 37, in 1. Könige 22 ist es da, wo ich glaube, dass gerade das zu sehen ist. Because this is, we already looked at the story, right, of Ahab joining up with Jehoshaphat in order to go into the city. Denn wir haben schon bereits das angeschaut, die Geschichte, wo Ahab sich verbunden mit Jehoshaphat macht, um in den Städten hineinzuziehen. Okay, and we can begin in verse 6. Und wir fangen bereits in Vers 6, Because they all gather together, right? denn sie versammeln sich alle And they prepare now to go and fight against Syria. und die bereiten sich vor, gegen Syrien auszuziehen. And now they also gather all these false prophets to now tell them their prospects. Und sie sammeln all diese falschen Propheten, um von ihnen zu hören, wie das alles ausgehen soll. But then Jehoshaphat basically says, I also want to hear the prophet of the Lord, and then they bring Micaiah. Aber Jehoshaphat sagt, ich möchte aber auch einen Prophet des Herrn hören, und da bringen sie Micha hin. Okay, let's read 1 Kings 22. Also 1. Könige 22 Let's begin in verse 6 and let's read down to verse 8. von Vers 6 bis 8. And I don't know, I think it's just this time. I don't remember correctly. Then the king of Israel gathered the prophets together, about 400 men, and said unto them, Shall I go against Ramoth Gilead. to battle, or shall I forbear? And they said, Go up, for the Lord shall deliver it into the hand of the king. And Jehoshaphat said, Is there not here a prophet of the Lord besides, that we might inquire of him? And the king of Israel said unto Jehoshaphat, There is yet one man, Micaiah the son of Imlah, by whom we may inquire the Lord, but I hate him, for he doth not prophesy good concerning me, but evil. And Jehoshaphat said, Let not the king say so. Then Okay, stop. Okay. So, how many false prophets are there? Wie viele falsche Propheten sind da? 400. Right? 400. So, what other story comes to mind? So, welche andere Geschichte kommt in den Gedanken? There's false prophets of Baal. Also right? diese Baals-Propheten am Karmel. Okay, and then also Micaiah is called, right? Also Mika wird gerufen. And what does Ahab say concerning Micah? Und was sagt der König Ahab gemäß Bezug auf Mika? Nothing good to say about him. Yes, and he does what? Er sagt nie was Gutes über mich. Und was noch? Yes, he hates him, right? Er hasst ihn. So, because he says in the past, right, he always prophesied evil concerning me. Weil in der Vergangenheit hat er alles Böses über mich prophezeit. And we understand also this hatred is especially marked here at the midnight cry waymark. So, Und wir wissen, dass dieses Hass ist besonders hier am Mitternachtsruf-Wegmarkierung and gekennzeichnet. there's one group that hates and the other group that loves and goes to the cross. Eine Gruppe, die hassen, und die andere Gruppe, die lieben und gehen zum Kreuz. Okay, because both characters are revealed, right? Beide Charakteren werden hier geoffenbart. Satanic character is hatred and godly character is true love. Satanische Charakter ist dieser Hass, und natürlich das göttliche Natur ist die Liebe. Okay, so then let's continue. Let's So. read verse 9 to 12. Jetzt die Verse 9 bis 12 wollen wir lesen. Then the king of Israel called an officer and said, Hasten hither Micaiah the son of Imlah. And the king of Israel and Jehoshaphat the king of Judah sat each on his throne, having put on their robes in a walled place in the entrance of the gate of Samaria. And all the prophets prophesied before them. And Zedekiah the son of Chenaniah made him horns of iron. And he said, Thus saith the Lord,
With these shalt thou push the Syrians until thou have consumed them. And all the prophets prophesied so, saying, Go up to Ramoth-Gilead, prosper, for the Lord shall deliver it into the king's hand. And Okay, so stop here. So all these false prophets say, go and fight. Right? Also diese gesamte falsche Propheten, die sagen zu den Königen, ja, geht und kämpft. And where were they standing according to verse 10? Und gemäß Vers 10, wo haben sie gestanden? It's in the gate of Samaria. Die Right? stehen am Tor von Samaria. Okay, so this would most likely then bring you also to this point. Also Okay? höchstwahrscheinlich, das bringt uns hier zum Tor, dieser Okay. Punkt hier. So there would be now the end of this little time of peace. So am Ende von dieser kleinen Zeit des Friedens. Because they're about now on the other end. I don't know. I mean, it depends on whether this would be the same illustration of going into the cities as Cestius, or whether it would be another illustration of going into the cities. Es kommt darauf an, ob es derselbe Darstellung ist, What's your wenn man in den Städten eingeht wie Cestius hier, oder eine andere Darstellung. My point is because, right, when Cestius flees away, they haste after the Romans. Also wenn Cestius flieht weg, also die eilen hinter den Römern her. So in this little time of peace, this is where they would go into the cities, right? Also diese kleine Zeit des Friedens, da würde es markieren, wo sie in den Städten eingehen. But in this story, they would go to the cities here at the end. Aber in dieser Geschichte, die werden in den Städten gehen, hier nach dieser Zeitperiode. So, but we already, I don't know if you remember, we just thought about it, but I don't know if this would be valid, but Ich weiß because nicht, ob das gültig ist, aber right, those that went after the Romans, when Cestius fled, diejenigen, die nach den Römern hergegangen sind, nachdem Cestius geflohen ist, they were the ones that were not bowing down to Rome, right? die waren diejenigen, die Rom, also vor Rom nicht niederbeugen wollten. So, what does it represent when you don't bow down to Rome? So, was stellt es dar, wenn du Rom nicht niederbeugst? Well, I mean, you're not going to receive the. You don't accept the Sunday law, right? Also, du nimmst den Sonntagsgesetz nicht an. But what about Parminder's group? Aber was ist mit der Gruppe von Parminder hier? Yeah, they are the liberals. They will accept Yes, it. they will accept it, Also right? die sind diese Liberalien, also diese Linken, die würden es annehmen. Because you have two types of punishment, Ja, right? es gibt zwei Arten von Bestrafung. Which is the lion and the ass. Also Right? der Löwe und das Esel. So the lion, right, slays whom? Also der Löwe, der Er schlägt wen? The Pharisees that receive the mark, that refuse to receive the mark of the beast. Yes, Also die exactly. Pharisäer, die weigern sich, der Mahlzeichen des Tieres anzunehmen. So, right, the lion represents Rome Also der Löwe, der stellt Rom dar, or Or Babylon. Babylon. Babylon, also Babylon dar. So they would slay the Pharisees. Also die schlagen den Pharisäern. And you have the ass, Und dann haben wir den Esel, which is Islam. was den radikalen Islam ist. This is Rome. Die hier ist Rom, der Löwe ist Rom und der Esel ist Islam. And Islam always punishes whom? Und Islam bestraft wen? Babylon. Those that receive the mark. Yes, they will Also- punish the Babylonians, right? Die bestrafen Babylon, also diejenigen, die den Mahlzeichen des Tieres And this erhalten would be haben. the Sadducees. Und das wäre hier in diesem Fall die Sadduzäer. So, and right, the Sadducees are these liberals, right, that reject the Sabbath, accept the Sunday law, Also die Sadduzäer sind diese Liberalien, die den Sabbat verwerfen, den Sonntagsgesetz akzeptieren. and this would be Parminder's group. Und das wäre dann Parminders Gruppe. But this would be Jeff's group. You Aber can be die sure when they Pharisäer, hear this, das they'll wäre Jeffs join Gruppe. together. Sorry, man? So you can be sure when they hear this, they will join together. Also ihr konntet sicher sein, dass wenn sie das hier hören, was wir predigen, sie werden sich zusammenschließen. Okay, so and therefore
those that go after Cestius would be Jeff's group, right? Also diejenigen, die hinter Cestius hereilen, um ihn zu erschlagen, wäre dann Jeffs Gruppe. So at least if our logic is here valid, then it would be Jeff's group. Wenn unsere Logik hier gültig wäre, dann wäre das Jeffs But Gruppe. that's who's preparing also at the moment to go into the city. Aber das ist Yes. gerade bereits der Gruppe, die gerade jetzt Vorbereitungen eintreffen, um in den Städten zu gehen. So they would be the ones that go into in the little time of peace into the cities. Die werden denn denjenigen, die hier zu kleine Zeit des Friedens in den Städten eingehen. But in Paminder's group, they might be the ones that go later. Aber Parminders Gruppe, die mögen vielleicht diejenigen, die später erst in den Städten eingehen. Okay, but I'm still very open to be corrected on these points because Aber- they're not concrete yet. Das ist nicht festgenagelt, diese Theorien jetzt, und ich bin nach wie vor sehr offen, da korrigiert zu werden. Because also in this illustration, I just remember of Micaiah, who slays Ahab here. Denn auch in dieser Darstellung hier von Mika, wer ist es, der Ahab schlägt? Erschlägt. It was Assyria, right? Also Syrien, So which would be Babylon or Rome. die right? Assyrer, das ist Babylon oder Rom. So this illustration would be then, Jeff's group. Also in diesem Sinne, dann wäre das Jeffs Gruppe hier sein. So there's some things we still have to iron out, I think. Also es gibt einiges, was wir noch an diesem Punkt verstehen müssen. Okay, anyways, let's just continue. Let's finish up with these thoughts. Aber nichtsdestotrotz, lasst uns jetzt mit diesen Gedanken zu Ende kommen. Because Micaiah, right, he's now brought before the king. Denn Micha, der wird vor den Königen gebracht hier. And in verse 17, he gives now the message. Und im Vers 17, er gibt den Botschaft her. Okay, and let's read verse 17. Vers 17. And he said, I saw all Israel scattered upon the hills as sheep that have not a shepherd. And the Lord said, These have no master, let them return every man in his house in peace. And the king of Israel said unto Jehoshaphat, Did I not tell thee that he would prophesy no good concerning me, but evil? Okay, stop here. So Das what Vers message is 18. Micaiah giving to him? So, was für eine Botschaft gibt Micha her? Yes, you will be smitten if you go into the city. Right? Also, wenn du in den Städten gehst, du wirst erschlagen sein. So you will be smitten and the sheep will be scattered. Du wirst erschlagen sein und die Schafen werden zerstreut. Okay, so because of time, let's just jump down. Also Zeit wegen, wir wollen jetzt runterspringen. In the next verses, you can read it for yourself. You can see that Ahab receives here a strong illusion. Also in den nächsten Versen, das kannst du für dich selbst lesen. Wir können sehen, dass der Ahab diese starke Täuschung And let's go to erhält. verse 24. Aber Vers 24 jetzt. It says, Sister Sarah, do you want to read this for us, please? But Zedekiah the son of Chenaanah went near and smote Micaiah on the cheek and said, Which way went the Spirit of the Lord from me to speak unto thee? Okay, so what did this false prophet do now to Micaiah? So, was hat dieser falsche Prophet den Micha angetan? He also smites him. Er Right? schlagt ihn. And we saw that these princes, right, they smote Jeremiah here. Wir haben gesehen, dass diese Prinzen auch, die haben Jeremia hier geschlagen. And he smites him on the geschlagen. cheek. Okay, Und er schlägt ihm auf der Wange. so what does it remind you of? Also woran erinnert das? Christ. On Christ, right? When he was in the trial. Also Christus, während er im Verhör war. Okay. Everybody familiar with this? Jeder ist darüber Okay. bewusst. And then let's continue. Weiterlesen. Jump down to verse 26 and 27. Die Verse 26 und 27. And the king of Israel said, Take Micaiah and carry him back unto Ammon, the governor of the city, and to Joash the king's son, and say, Thus saith the king,
put this fellow in a prison and feed him with bread of affliction and with water of affliction until I come in peace. Okay, so after Micaiah gave now the message, he gets smitten on the cheek, and where's he put now? Also nachdem Micha den Botschaft gibt, er wird auf die Wange gehauen und wo wird er gegeben? In prison. Also wieder ins Gefängnis. And now he receives bread and water of affliction. Und jetzt erhielt er Brot und Wasser des Trübsals. So, and we understand affliction. This time is also the Day of Atonement, right? Wir wissen, dass diese Zeitperiode hier ist der Versöhnungstag. And in the Day of Atonement, you were to afflict your soul. Und am Versöhnungstag, man soll sich demütigen oder peinigen. So this is this time of affliction where you get afflicted. Also das hier ist diese Zeit des Trübsals, das spielt sich nicht so gut aus im Deutsch, aber sich selbst afflicting ist dasselbe wie Peinigen oder sich peinigen. Okay, so let's jump down to verse 30. Also Vers 30. And the king of Israel said unto Jehoshaphat, I will disguise myself and enter into the battle. Put thou on thy robes. And the king of Israel disguised himself and went into the battle. Okay, so what do we see now here? Was sehen wir jetzt hier? What does the king of Israel do? Was tut der König von Israel? Yes, he disguises himself, Er right? vertan sich. So, and is he a true prophet or is he a false prophet? Und ist er ein wahrer oder ein falscher Prophet? Yes, he's a false prophet, right? Ein Because he falsches. goes now into the city. Weil er geht jetzt in den Städten. So, and do the false prophets disguise themselves? Und diese falschen Propheten vertanen sie sich? Yes. Ja. Matthew 7, verse 15, Ja, right? wohl. Matthäus 7, Vers 15. What do they put on themselves? Womit vertanen sie sich? Was ziehen sie an? The sheep's clothing. Right? Schafskleidung. So you have all these symbols here pointing you to this experience right here. Du hast diese gesamte Symbole hier, die alle auf diese Erfahrung hinweisen. Alright, so, and then Ahab gets smitten, okay? Ahab wird erschlagen. So, I'm not fully settled whether he gets, in this story, he is smitten right at the beginning or here at the end, Und okay? ich bin nicht ganz sicher in dieser Geschichte, ob der Ahab hier am Anfang erschlagen wird oder hier am Ende. But definitely, some get smitten here already at the beginning because this we can know from Leviticus 16. Aber auf jeden Fall bereits werden einige hier am Anfang erschlagen und das können wir durch 3. Buch Mose 16 entnehmen. And we can go there, this is our final thought. Und wir gehen dahin und damit schließen wir ab. And then I want to make a short summary and then we can close it. 3. Buch Mose 16 und dann danach werde ich eine kurze Zusammenfassung machen und dann werden wir mit Gebet schließen. And it says, And the Lord spake unto Moses after the death of the two sons of Aaron, when they offered before the Lord and died. So what happened to the two sons of Aaron? Was geschah mit den beiden Söhnen Aarons? They died, right? Die starben And they were both shepherds. und right? waren beide Hirten. So, and this is how the Lord introduces now the Day of Atonement. Und so führt der Herr der Versöhnungstage ein. Because then in verse 2 it says, Vers 2 sagt er, And the Lord said unto Moses, Speak unto Aaron thy brother, that he come not at all times into the holy place within the veil before the mercy seat, which is upon the ark, that he die not, for I will appear in the cloud upon the mercy seat. And then he goes on to explain the Day of Atonement. und danach geht es weiter in den Versöhnungstag erklären. So, therefore the Day of Atonement is introduced with the smiting of Nadab and Abihu. Also der Versöhnungstag wird eingeleitet durch der Erschlagen von Nadab und Abihu. And what did they do? Und was haben die what getan? was their sin? Was war ihre Sünde? Yes, they brought Fremdes Feuer. this false, strange fire. Right? Fremdes Feuer haben sie And gebracht. what is it spiritually? Und was ist das geistlich? Yes, it's a false message, Das ist right? eine falsche This is Botschaft. why it says it's this
torch kindled from the bottomless pit in a sense. Ellen White sagt, dass das diese Fackel, die entzündet worden ist von den höllische, bodenlose Abgrund, Satans Hölle. Because when they reject this exceeding bright light, then they receive strong delusion. Okay. Wenn sie dieses äußerst helles Licht hier verwerfen, dann erhalten sie starke Täuschung. And there's no more chance for them to be saved. Es gibt keine Möglichkeit mehr, dass sie errettet werden. Okay, so could everybody follow so far? Okay. Konnte jeder soweit folgen? Okay, then I would make a quick summary. Dann jetzt werde ich eine schnelle Zusammenfassung machen. Okay, we saw, right, First World War, Second World War, Also wir haben gesehen hier bereits Erster Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg. little time of peace in between. Der kleine Zeit des Friedens in der Mitte. And this little time of peace begins when Cestius hastes away the king of the north. Und diese kleine Zeit des Friedens fängt an, wenn Cestius, der König des Nordens, flieht hinweg von Jerusalem. And he flees away line upon line because the king of the south or Egypt comes against him. Und Linie auf Linie, er flieht hinweg, weil der König des Südens oder auch Ägypten kommt gegen ihn. Because Cestius is the same as Nebuchadnezzar. Denn Cestius ist Linie auf Linie dasselbe wie Nebukadnezar. So, and in this little time of peace, then Jeremiah flees from Jerusalem. Und in dieser kleinen Zeit des Friedens, Jeremia, der flieht von Jerusalem hinweg. And line upon line, we understand he flees to the refuge city. Und Linie auf Linie, wir wissen, dass Jeremia zu dieser Zufluchtsstadt flieht. So, and he then comes to the gate. Er kommt zum Tor des Stadtes an. And then he's falsely accused and delivered up. Right? Da wird er falscherweise beschuldigt und ausgeliefert. And then he gets smitten and get cast into prison. Er wird geschlagen und dann im Gefängnis geworfen. And he's many days in this, 1260, and he gets out of the prison. So, viele Tage im Gefängnis, diese 1260, und am Ende wird er befreit. Okay. And one point I also forgot, that in this little time of peace, Jeremiah received a message from God. Ein weiteres Punkt, den ich eben vergessen habe, ist, dass während dieser kleinen Zeit des Friedens Jeremia hat diese Botschaft vom Herrn empfangen. Which is this judgment message that Titus would come back. Und das ist diese Gerichtsbotschaft, dass Titus eben wiederkommen wird. So therefore it's most likely it's this exceeding bright light, because Jeremiah, he gives this midnight cry then when he gives this message. Right? Also höchstwahrscheinlich ist diese Botschaft der äußerst helles Licht, dann ist es Jeremia, der diese Mitternachtsruf-Botschaft gibt hier. In order to give the cry, you must first receive the light about it, right? So, dass du eine Botschaft geben kannst, du musst vorerst das Licht erhalten. Okay, and the same illustration you found in the story of Ahab and Micaiah. Und derselbe Darstellung haben wir in der Geschichte von Ahab und Micha gesehen. We saw that they were preparing to go into the cities. Wir haben gesehen, dass die sich vorbereiteten, in den Städten einzuziehen. And then Micaiah comes and he gives this midnight cry message. Micha kommt, gibt diese Mitternachtsrufbotschaft. And he says, when you go into the city, you will be smitten. Und er sagt, wenn du in den Städten einziehst, du wirst erschlagen werden. And he then also gets cast into prison. Und er auch wird ins Gefängnis geworfen. And receives this bread and water of affliction. Und er erhielt dieses Brot und Wasser des Trübsals. Okay, and then eventually Ahab rejects this message, right? He immediately rejects the midnight cry. Also Ahab sofort verwirft er hier der Mitternachtsrufbotschaft. And then he goes into the city and gets smitten. Und er geht eben in den Städten hinein und wird erschlagen. But he gets smitten by Rome. Aber Okay. er wird erschlagen durch Rom. So this is something we should definitely look into closer to really place this on the line where this exactly is, whether it's here or whether it's here. Und das ist eine Sache, die wir noch viel weiter studieren müssen, damit wir es akkurat auf der Linie legen können, ob es nun eben hier oder hier zu markieren ist. And how this, and whether this also is absolutely correct, how we understand. Und auch, dass unser Verständnis von dies hier, ob es nun mal genau richtig ist oder nicht. And we should pray about this, and the Lord will establish everything that is correct. Und wir sollen alle darüber beten und der Herr wird es etablieren, was nun mal richtig ist und nicht. Okay, so
I hope that you can all follow so far. Ich hoffe, dass jeder mitfolgen konnte. And because Jeff is now preparing to go into the city, we can either be sure that we are already in this little time of peace or we shortly before it. Und weil Jeff gerade jetzt Vorbereitungen macht, in den Städten einzuziehen, wir können sicher sein, dass wir entweder jetzt bereits in diese kleine Zeit des Friedens sind oder gerade kurz davor. And therefore this should be our main prayer request to the Lord, that He really makes us understand whether we are in this time or whether it's still future, and that we clearly understand, the signs. Und deswegen muss das unserem Hauptgebetsanliegen vor dem Herrn, dass wir wirklich Verständnis erhalten, ob wir nun mal in diese Zeit sind oder kurz davor und was von uns in diese Zeit verlangt wird. Because otherwise, if we don't recognize it, we won't haste to this refuge city. And andererseits, wenn wir das hier nicht richtig erkennen, dann werden wir auch nicht zum Zufluchtsstadt fliehen. And we read that we are not to lose a moment. Und wir haben bereits gelesen, dass wir keinen Moment verzögern können. Amen. Amen. Then let's close for this evening. Dann lasst uns für heute Abend schließen mit unserer Gebetsrunde.